Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzl. In einem Artikel der New York Times erheben zwei Frauen schwerwiegende Vorwürfe gegen den Bergsteigerstar Nirmal Purcha. Eine von ihnen ist die Profi-Bergsteigerin und ehemalige Miss Finnland Lotta Hintsa. Sie beschreibt, wie sie im März 2023 in der Hotelsuite von Nirmal Purcha gegen ihren Willen geküsst wurde. Er hat sie dann gegen ihren Willen auch ausgezogen und in ihrer Präsenz, in ihrer Gegenwart sich selbst befriedigt. Die andere Zeugenaussage, die stammt von der Amerikanerin April Leonardo. Sie war 2022 am K2 unterwegs mit dem Expeditionsunternehmen Elite Expert von Nirmal Purcha. Auch sie wurde gegen ihren Willen geküsst von Nirmal Purcha. Er hat dann auch aggressive Annäherungsversuche unternommen, wie sie beschreibt, und sie gegen ihren Willen intim berührt. In beiden Fällen beschreiben die Frauen Gefühle von Hilflosigkeit und Verletzlichkeit. Lotta Hintsa sagt, es sei eine Art außerkörperliche Erfahrung gewesen, als sie trotz des kontinuierlichen Neinsagens von Nirmal Purcha ausgezogen wurde. Der beschuldigte Bergsteigerstar Nirmal Purcha seinerseits meldete sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort, worin er die, Zitat, abscheulichen Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden, eindeutig abstreitet. Die Behauptungen seien falsch und verleumderisch. Nirmal Purcha bemängelt zudem, dass der New York Times-Artikel viele Ungenauigkeiten enthalte und zahlreiche kritische Fakten außer Acht lasse. So habe er beispielsweise den Autorinnen und Autoren des Artikels einen sehr detaillierten Zeitplan für den 30. März vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die angeblichen Ereignisse an diesem Tag mit Lotta Hintsa unmöglich zutreffen könnten. Nirmal Purcha schreibt, er prüfe derzeit seine rechtlichen Möglichkeiten. Als Reaktion auf die Vorwürfe haben sich mehrere Expeditionsanbieter sowie auch bekannte Alpinistinnen und Alpinisten von Nirmal Purcha distanziert. Adrian Bollinger, Chef von Alpenglow Expeditions, schrieb auf Instagram, dass sexuelle Ausbeutung eine Gefahr sei, die man nicht einfach nur eindämmen könne. Nein, er zitiert, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass in unserer Gesellschaft eine Nulltoleranz herrscht. Ähnlich sieht es auch der österreichische Anbieter Furtenbach Adventures. Furtenbach schreibt, einer der wichtigsten Vorbilder in dieser Gemeinschaft wird von mehreren Frauen glaubhaft der sexuellen Belästigung beschuldigt. Wir verurteilen ein solches Verhalten unmissverständlich und bekräftigen, dass es in unserer Gemeinschaft dafür keinen Platz hat. AW Expeditions, eine US-Agentur, die auf Expeditionen für Frauen spezialisiert ist, schreibt, dass ihr geschlechterspezifische Aggressionen und Machtdynamiken in den Bergen nicht fremd seien. Wir sind zutiefst beunruhigt über die Berichte von Nirmal Purcha, wonach er in den Bergen sexuelle Gewalt gegen Frauen ausübt. Als erster Sponsor von Nirmal Purcha hat der britische Rucksackspezialist Osprey Konsequenzen aus der Affäre gezogen. Nirmal Purcha wird nicht mehr als Brand Ambassador auf deren Website aufgeführt. Der Rückhalt des renommierten Bergsteigers scheint auch in seiner Heimat zu bröckeln. Der nepalesische Politiker Rajendra Baigan forderte in einem Statement auf X seine Regierung dazu auf, den Fall Nirmal Purcha zu untersuchen. Auf die Frage, ob der Bergsport ein Problem mit sexueller Gewalt hat, hat AW Expeditions eine klare Antwort. Leider können wir, basierend auf vielen informellen Gesprächen, mit Sicherheit sagen, dass dieser öffentlichkeitswirksame Fall nur die Spitze des Eisbergs eines systemischen Problems im Bergsport ist.